Der T6812EB in der Just 90 Edition von Detlefs. Grüß dich, Marco. Hallo Sven. Hubbetten, das ist sehr beliebt. Man fährt's mit, es ist kaum zu sehen und bis zu 4 Leute haben richtig viel Platz. Genau, das bei 7 Metern. 7 Meter, das ist ich glaube eine Länge gegenüber den 7,40 Meter, die sehr beliebt ist. Man muss Kompromisse eingehen, aber mit dem Hubbett hat man wirklich sehr viel Platz. Sieht so von der Seite aus so ein bisschen so lang wie so ein Krankenwagen. Genau, also um genau zu sein 6,96. Ja, viele wollen unter den 7 Meter bleiben. Die haben dann im Gegensatz zu den 7,40 Meter Grundrissen eine Kombidusche, also nicht Bad und Dusche getrennt. So, jetzt hat man ja hier, das ist der Detlefs Just 90, hier vorne ist einer, die sehen alle so ähnlich aus. Wenn ich jetzt mir so die Sunlights angucke, die jetzt noch hier stehen, der Aufbau, der ist sehr ähnlich von Sunlight. Ja, man kann die auch vergleichen. Ne? Der Just 90 ist jetzt auch so ein Einsteigermodell, kann man von der Ausstattung definitiv vergleichen. Die sind aber doch im Detail ganz anders. Das heißt, Detlefs ist nochmal ein Stückchen höherwertig als Sunlight? Ja, genau. Möbelbau ist noch ein bisschen hochwertiger, hat die breite Aufbautür drin, also die mit der Zentralverriegelung aufgeht, schon die Remise, Rollos drin, ja, so ein paar Kleinigkeiten halt eben, die da mehr dazu kommen. Ne? Die GFK-Haube oben ist nochmal anders konstruiert. Und der Name spielt natürlich auch noch mit. Das heißt, entsprechender Wiederverkaufswert in Detlefs klingt ganz gut, oder? So. Ist beides Hymer-Gruppe? Genau, beides Hymer-Gruppe. Dann hier wie gesagt, in der 90 Jahre Edition. Und in so einem Einsteigerfahrzeug, da macht das Detlef so, da machen die alles rein, was halt oft gewählt wird, was bei den Fahrzeugen sonst Basis-Chassis-Paket ist. Das heißt, ein normaler Tempomat, ein Beifahrer-Airbag, dass man die Einzelbetten zum Doppelbett umbauen kann. Also wirklich für den Anfänger sehr einfach konfigurierbar und alles dabei, was man braucht. Ja, Leichtmetallfelgen seit 1931 gibt es Detlefs. Da ist man natürlich froh um jedes Gründungsdatum, 90 Jahre. Das heißt, im Jahr 2031 sind sie dann 100. Mal gucken, ob wir das beide noch erleben. Du eher als ich. Rückfahrkamera ist mit drin. Jetzt haben wir gerade hier vorne. Marco hat schon mal das Gasfach aufgemacht. Die Leisten sind bereits schon montiert für Fahrradträger. Die sind schon vorgerüstet oben. Genau, der hat jetzt das 90-Jahre-Paket auch mit drin. Da gibt es 2 verschiedene. Eins ist Navigation, Rückfahrkamera, automatisch SAT, TV, Markise und Klimaanlage. Und bei dem etwas kleineren fehlt dann die Klimaanlage und da ist dann anstatt einer Navigation ein Monosiever drin, wo man mit dem Handy dann einfach mit App Connect zum Beispiel navigieren kann. So, leichte Stufe hier dabei. So eine Gasflasche wiegt ja schon einiges, wenn man die reinmacht. Es gibt die auch aus Alu. Genau, gibt es auch aus Alu. Ich würde, wie gesagt, immer empfehlen, eine Alu, eine Stahl. Stahl hat den Vorteil, ich kriege auch im Ausland dann immer Gas. Die Aluflaschen gibt es nicht überall im Ausland, oder? Oder ja. Ich glaube gar nicht, oder? Ja, gar nicht kann ich jetzt nicht sagen, aber wäre halt eben nicht so schön, wenn man seine Alu dann gegen eine Stahl tauscht, ne, und dann ist sie nämlich weg. Ja, und der andere freut sich. Der hat schon einen Service. Ja, man kann die dann ja auch kaufen, die Stahlflasche. So, und dann hat man 3. Kaufen und dann hat man 3, ja, das wäre jetzt dann die bessere Lösung wahrscheinlich. So, Luftausströmer ist jetzt ein bisschen kleiner, man merkt schon, also man ist in einem etwas kürzeren Fahrzeug, 6,99, merkt man auch im Kofferraum. Genau. Aber es gehen noch 2 Fahrer ran? Ja, auf jeden Fall. Also hier, wenn man die entgegengesetzt hinmacht, muss man halt ein bisschen Platz sparen, da bauen, mit dem Fahrrad vielleicht Vorderrad rausnehmen. Es riecht gut, es riecht wie so ein Möbelbau, so richtig. Es riecht nach Holz. Riecht noch schön neu, ja. Riecht noch schön neu. Ja, komm mal rum. Ist der auch servicefreundlich? Habt ihr ja jetzt auch in der Vermietung auch die Detlefs? Ja, teilweise schon. Jetzt so ein Just hier nicht, aber wir haben ein Premium-Fahrzeug, einen Esprit. Der ist ja in der Modellreihe 21 ganz neu konstruiert. Den haben wir jetzt nächstes Jahr in der Vermietung. Ist das eigentlich der, den wir schon gefilmt haben? Genau, den haben wir schon gefilmt, 8 von 90. Und der ist tatsächlich noch mal zu haben, denn der Kunde ist nicht so ganz, konnte sich nicht so ganz entscheiden. War so. Das heißt, er war schon weg, oder damals? Der war eigentlich schon wirklich weg. Der ist auch immer noch, ist ein Geschäftsmann, der ist gerade viel unterwegs. So, ich zeig's mal gerade, da haben wir ein eigenes Video zu gemacht. Also Globetrotter XLI Premium Edition 90, einer ist noch da.
Preis? Was, 99 Euro, 1000? Nee. 136, irgendwas. Bisschen teurer. 136.000. So, der hier kostet wie viel? Der hier steht ungefähr? Müssen wir gerade vorne am Schild gucken. Machen wir gleich. Ja. So, machen wir auf. Die Tür ist ein bisschen größer. Genau, das ist ein bisschen größer. Bisschen höher zumindest. Und hier habe ich dann die komplette Breite, habe dann auch keine große Stufe mehr. Oder Hürde zum Einladen. Hier ist das Bordwerkzeug. Genau, Bordwerkzeug. Hier rechts ist auch das, so ein Pannenset mit Kompressor. Falls dann wirklich mal was passiert und jede Menge Staufächer nochmal hier drin. Ja, hier kommt man auch wirklich einfach hier zur Serviceklappe hin. Wie geht das? Da sind Tanks oder was ist hier drunter? Genau, hier ist der Wassertank. Hier kann man dann im Prinzip total einfach mit dem Wasserschlauch dann auch mal seinen Tank sauber machen. Und auch mal sehen, ob er schwarz ist. Genau, ja, also wenn es im Innenraum ist, ja ein bisschen Gekrieche, ein bisschen schwieriger, aber hier So. ist echt schön. Ja. Da vorne ist der Rausfallschutz, der neue. Der ist jetzt überall drin. Genau, damit keiner da hinten rauspuchzelt beim Schlafen. So, hier ist nichts mehr. Da ist noch das Wasser und Strom. Genau, einmal Frischwasser, Einmal Strom. CEE-Anschluss. Und hier ist das Klo. Genau, Wassertank hatten wir jetzt hier 116 Liter plus nochmal 20 im Boiler. So, kleine Stufe, große Aufbautür, sehr breit. Vielleicht kommt es gar nicht so rüber im Weitwinkel, aber sie ist echt breit. Große Markise drauf von Thule. Die ist drauf. Wir gehen mal rein. Fliegengitter ist natürlich montiert. Auch hier habe ich dann meinen Schuhschrank. Mach den mal bitte auf, Marco. Jetzt wird es langsam kalt, muss ich Ja, es wird kühl. ehrlich sagen. Es wird schattig in Wittlich. Bei Trendfahrzeuge. Erstmal vielen Dank. Das ist ja so eine Win-Win-Situation zwischen uns beiden. Du hast ja auch noch ein bisschen was von den Videos. Aber kalt ist es trotzdem. Kalt ist trotzdem, genau. Ja. So, hier vorne, das Polster ist schon spannend. Also das ist echt zeitlos. Also wenn du das siehst in dem Grau, das gefällt mir. Das ist wirklich sehr reduziert. Es Ja, ist, sehr, sehr angenehm. ihr habt jetzt einen Zenex schon eingebaut oder kam der so? Ne, wie gesagt, hier hat dieses 90 Jahre Edition Paket. Das hier ist jetzt die Version halt eben mit dem Monosiever, Rückfahrkamera. Automatik, 9-Gang. Genau, das hat er noch zusätzlich wieder, ja. Großes Fenster oben drüber. Aber wir haben es draußen, das Schild. Warte, das Schild ist draußen. Warte, ich komme mal zu dir, Marco. Dann können wir es gerade mal abfilmen. Das ist das Fahrzeug Detlefs 90 Jahre Edition. Just 90 Jahre, T6812 ED, Paket One, Hubbett, Rahmenfenster und. Können Sie jetzt alles lesen. Sattanlage dabei, 61.290 Euro. Das ist jetzt schon der Preis mit 16, gell? Genau, Preis mit 16%. So, bis 31.12., solange Vorrat reicht. Fernseher ist da, montiert ist er. Auch die Halterung kann ich rausschwenken. Interessant ist hier die Truma direkt an der Seite. Denn die Anordnung hier ist ein bisschen anders. Die Toilette ist nämlich direkt, wenn man reinkommt, links. Und nicht der Kühlschrank, der ist auf der rechten Seite. Den Fernseher kann ich ausziehen. Wie geht das? Genau, kann ich rausziehen. Hier ist einfach nur oben hier der Hebel, dann kann man rausschwenken. So, und den anpassen, noch ein bisschen näher rücken. Der hat, der ist ziemlich groß, hat 42 Zoll. 22. 22, okay. Der sah so groß aus. Ah ne, 42 Zoll hat er nicht. 22 Zoll. Aber ich könnte einen größeren hinmachen, sogar zum Schwenken. Allerdings habe ich hier drüber das Hubbett. Das heißt, dieser Platz hier, wenn du jetzt mal gerade ihn noch mal reindrückst, dann sieht man auch mal, wie flach er wird. Das brauchen wir auch, denn hier kommt das Hubbett runter. Fahr das Hubbett mal runter. Soll das mal sehen? Ja, mal kurz schauen. Hier die Favoriten ist raus. Und nur noch hier diese Klappe hochmachen. Das war's. Das war's. So, genau, wenn du mal kurz hier durchguckst. Also man hat eine große Liegefläche. Ich werde jetzt nicht verlangen, dass du hier drauf steigst bei 7 Grad, aber sie ist wirklich sehr groß, komplette Fahrzeugbreite. Die Bettmaße, hast du gerade da? Hubbett ist 2 Meter mal 1,40 bzw. 1,25, weil an einer Stelle hier verjüngt sich ja ein bisschen. So, also hier würden dann die Beine liegen auf der Seite. Genau, Da kann nichts passieren. Wieder Schutz, da ist keiner runterfallen dran. Okay. Hier oben ist noch eine Steckdose, 230 Volt, dass man da was hat. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann sieht man mal, wo das Hubbett sitzt. Das Gewicht vom Hubbett ungefähr, was wird es ungefähr wiegen? 50 Kilo?
so ein Hubbett? Das Gewicht, ja, ich kann es auch genau gucken. 50 Kilo ist ungefähr. Kilo. 55 Kilo. Genau, So, 1549 ist der Aufpreis dafür. 1549, wenn ich es haben möchte. Genau. Mach nochmal hoch bitte, sei lieb. Also ich finde ein Hubbett natürlich, ich persönlich habe ein Hubbett drin, bei mir im Großen. Aber das ist ja so Geschmackssache, ob man das spazieren fahren möchte. Aber es ist sehr praktisch, weil ich alle Auflagen auch liegen lassen kann. Und dann das Heck nämlich auch benutzen kann für Gepäck. Habe ich auch schon gesehen. Leute schlafen in einem Hubbett und haben dann hinten die Weihnachtsgeschenke drin, die viel Platz weggenommen haben. Hier haben wir beim Just Touch Lampen. Oh, das war aber ziemlich hart, wo du drücken musstest. Oder geht es auch ein bisschen weicher? Ja, man muss schon ein bisschen wirklich... Okay, wenn es leicht machst, geht's nicht, oder wie? Oh, doch. Doch. Ich bin viel zu grob. Ich wollte gerade sagen, ihr seid hier aus der Eifel. Ein bisschen härter drauf. Schlägt er dagegen. Hier ist auch die Notverriegelung vom Hubbett. Genau, da ist so eine kleine Kurbel in der Schublade. Also sollte es hier mal Probleme geben, kann man das auch noch hochkurbeln. Okay, das heißt, geht auch ohne Strom dann nochmal runter. So, klassischer Grundriss, wenn du mal bitte den Sitz drehst vorne, den Fahrersitz. Ja. Ihr habt immer mehr Autos mit Automatik. Das heißt, gut, du sagst jetzt, der Just 90, der kommt mit Automatik. Oder gibt es den auch ohne Automatik? Den gibt es auch als Schalter. Aber ihr bestellt die oft mit Automatik. Leute, die sind total geflasht, wenn sie einmal gefahren sind, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Und ja, es geht tatsächlich immer mehr in die Richtung. Vorher war es halt genau andersrum. Aber wenn man sich die Statistiken anguckt, ja, man reist einfach entspannter und deswegen nehmen viele Kunden das. Automatik, die uns sehr, sehr gut schaltet. Ich selbst habe auch eine CF drin, eine 8-Gang im Iveco, aber hier die 9-Gang im Ducato macht aus dem Auto ein ganz anderes Auto. Also es ist wirklich, dieses Schalten fällt weg, der ist butterweich. Die 9-Gang Automatik macht einen Höllenspaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist aber nicht ganz billig. Ja, 3.500 ungefähr. Ich gucke auch nochmal genau. Da ist halt eben auch immer die Sache, in welcher Verbindung. Also 3.469 wäre jetzt der Aufpreis. Beim 100... Aber eins mag verraten sein, Leute gucken jetzt schon bei Gebrauchten auf Automatik ganz oft, oder? Hat der Automatik? Ja, nein, ist ein Entscheidungskriterium für viele. Ja, aber nur ab Modelljahr 2020. Ne? Vorher war es noch ein anderes, das Agile. Das Agile, ja. Das gute Agile, genau. Ja, das hat auch funktioniert, muss ich sagen. Also wer jemals über die Halbautomatik geschimpft hat, gab ja auch viele, die konnten nicht fahren. Das war so. Gut, war immer ein bisschen problematisch bei den Ivecos. Bei Ducatos, glaube ich, war es ganz unproblematisch. Lief sogar relativ gut, das Agile. War eine Halbautomatik. So genau, Teil automatisiert. Ja, was nicht so gut vertragen hat, wenn man noch mit schwerem Hänger gefahren ist, so berghoch irgendwo. Das war dann nicht so. Aber was ich eben noch sagen wollte, wie gesagt, Getriebe 3.469 Aufpreis bei 160 und 180 PS. Wenn man jetzt den 140 PS Motor nur hat, dann muss man den Booster nochmal extra dazu wählen. Und beim 120 gibt es das Getriebe nicht. Booster ist der Ladebooster zum Laden der Batterie. Genau, und okay. die Startschraube ist dann mit dabei. Ja. So, Hubbett ist hier. Das ist die Elektrik. Übrigens, der Schlüssel passt auf alle Hubbetten. Ich glaube, die bauen nur einen einzigen Schlüssel. Ich habe bisher alle Hubbetten Schlüssel ausgetauscht, hat funktioniert. Und Steckdosen sind hier. Genau. Einmal 230, einmal nochmal 230. Ist jetzt hier ein Wechselrichter drin? Nee, auch wieder nicht. Nee. Auch nicht. Hier unterm Sitz ist, also unterm Tisch ist auch wieder die... Okay, das heißt, ich habe nur Strom, Steckdosen sind dann belegt, wenn Landstrom angeschlossen ist. Genau, richtig. So, 90 hier vorne steht es auch nochmal, ist eingestickt. Du dich mal kurz reinsetzt, dass man mal sieht, wie da der Platz ist. Auch der Tisch, der kann verschoben werden. Der ist jetzt natürlich nicht höhenverstellbar, weil man hier ja das Hubbett hat. Brauche ich das nicht mehr umzubauen. Genau. Kann man zwar theoretisch auch noch dazu bestellen. Geht auch noch. Geht auch noch, ja. Aber Sitzplätze, Gurtplätze sind 4. 4, ja. 4 Gurtplätze. Und es ist echt saugemütlich. Wenn es jetzt nicht so kalt wäre in dem Auto, dann könnte ich mir vorstellen, also dass jetzt das Lagerfeuer knistert und wir einen Glühwein gerade hier stehen hätten, ist kalt. So, ich zeig's mal gerade. Hier oben ein großes Panoramafenster, natürlich auch verdunkelbar und mit Fliegenschutz und auch ein in die Fenster integrierter Verdunklungsschutz oder eine Verdunklung, die man hier ganz gut sieht.
Ja, gehen wir mal nach hinten. Küche. 6 Meter, was war es? 6,99? Kurzer Grundriss. 6,96. Ja. 6,96. 2 Flammen Kochfeld. Dann große tiefe Spüle. Ja. Hier wieder dieses bekannte Detlef-Schienensystem. Also hier kann man die Haken halt verwenden, die dran sind, oder eine Gewürzablage, Papierrollenhalter. Gibt es noch allerhand. Ein Halter für die Playstation. Halter für die Playstation bauen wir zur Not auch noch rein, ja. So, Fenster ist da, wo es auch hin muss. Großer Schrank drüber. Bitte auch hier mal öffnen. Ich habe aber gehört, es gibt kein Playstation mehr vor Weihnachten. Eine PS5 waren sie. Ja. Ich habe noch eine zum Verlosen. Ist übrigens gerade bei uns auf der Seite. Eine habe ich zum Verlosen. Da haben mich schon alle Leute, die mich kennen, angerufen, haben gesagt, was ist mit der Playstation? Ich glaube, die wird verlost. Ist so, wir haben die ausgepackt. In St. Louis gab es noch eine beim Mediamarkt. Das ist dann aber ein Highlight, ja. Stimmt. Mach mal auf. Klo. Ja, linke Seite. Oh, großer Spiegel. Jetzt sieht man uns mal. Ich habe sogar eine Mütze an. Kombi-Dusche ist jetzt gerade umgeklappt. So, ein Klappbad ist mit drin. Also hier ist jetzt gerade die Dusche. Riesengroß. Wenn du mal kurz reingehst. Licht ist an. Geht das an? Das ist jetzt hier irgendwo versteckt. Hier ist noch Technik. Touch haben wir hier keinen. Wahrscheinlich oft ist es so, wenn wir hier die Autos gefilmt hatten und ich den Händler habe, die das Licht nicht finden, die müssen immer, ein ganz kleiner Schalter. Ganz kleiner Schalter, die müssen immer 5 Euro dann in die Lichtkasse schmeißen. Das hat er schon schlau gebaut, dass man das nur sieht, wenn man hier auf der Toilette sitzt. Wo haben sie es versteckt? Ach du, ich guck mal gerade auf den Chip. Irgendeiner hat es bestimmt schon mal gefunden, der schreibt uns. 5 Stunden 40 habe ich noch am Chip. Rein, wo es ist. Gut. Du willst jetzt echt aufgeben? Ich sehe es nicht, siehst du es? Warte, wenn du mal kurz hier vorne mal links, guck mal hier auf der Seite. Auch nichts. Nee. Draußen? Das sind ganz kleine, glaube ich. Nicht. Draußen nicht. Ein ganz kleiner Schalter. Ganz kleiner schwarzer, glaube ich. Drunter versteckt. Ist aber nicht drin hier im Klo eingebaut, Lichtschalter, nee. Ne, das hier ist ja die Spülung. Krass. Strom ist auch drauf. Boah, ich gebe auf. Und ist echt kein Touch drin. Oben ist übrigens hier SAT-Anlage. Keine Touch. Nee, keine Touch. Und draußen? Sicher? Draußen? Das wäre aber ungewöhnlich, oder? Draußen. Ja, denke ich auch, dass das ungewöhnlich ist. So, das wird in die Annalen von Fremdfahrzeugen eingehen, dieses Video. Marco findet den Lichtschalter nicht. Liebe Detlefs Produktbeauftragte, mach mal zu bitte mal das Schwenkbad. Ich habe ein Licht hier auf der Kamera, ich zeig's mal gerade. Das heißt, dir vergeben. Und ja, genau. Genau, Schwenkbad ist hier drin. Das kann man einfach zur Seite klappen und dann habe ich die Dusche. Wenn du mal kurz zurückklappst, sei nur so lieb. Ich könnte wetten, wir hören auf zu drehen und sofort springt uns das Licht an. Ach, ich sehe es echt nicht. Ist es schon mal passiert, dass eins ausgeliefert wurde ohne Licht? Nee. Nee. So, schreibt es in die Kommentare rein, sagt uns, wo das Licht ist. Also hier ist auf jeden Fall Toilette, Spülung und das Licht finden wir auch noch. Und der Ausströmer übrigens direkt im Fußbereich hier unten drin, das schön warm ist. Gut. Krass ist der große Spiegel. Guck mal hier, Marco. Ich muss mal ein bisschen ablenken von deinem Licht. Ja. Riesenspiegel, man sieht sich komplett von oben bis unten. Da ist da drin. Ja, mach mal zu. Und ja, riesen Kühlschrank. Ja, großer Gefrierfach. Diese Box für die Getränke, die finde ich toll. Die ist sogar hier montiert noch bei euch. Ihr seid mutig. Und hier oben hat man das Gefrierfach. Mach mal auf. Der geht mit allem, gell? 12, 230 Gas. Genau, während der Fahrt mit 12. Auf dem Platz mit Landstrom, da mit 230. Oder halt eben mit Gas. Da unten haben wir dann beim Detlef noch eine Schublade. Und hier nochmal 3 Schubladen für alles, was es gibt. Das sind uns auch die Kurbel, gell? Ja, das ist das vom Abwasser. Hier ist die Kurbel. Vom Abwasser, das ist die Kurbel. Die da, gell? Genau. Okay. Und das Hubpad, das dauert allerdings, habe ich gehört. Ja, das dauert ein bisschen. Aber es funktioniert. Aber das kommt, noch nie gehört, dass da irgendwas kaputt war. Vielleicht mal eine Sicherung, wenn man das dazwischen klemmt. So. Aber die hat der Reisemobilist ja normal in der Garage hinten. Die kriegt er auch von euch mit. Oder so, ja.
So, geh mal rein. Auch hier das Bett ist riesig. Eigentlich ist das hier schon eine kleine Schlucht. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterfalle, großer Kleiderschrank. Hier mit drin, hier sind übrigens die 230 Volt Sicherungen auf der linken Seite. Und das ähnliche nochmal auf der rechten Seite. So, Leiter ist uns dabei. Interessanter Boden auch hier drin. So eine Schieferoptik. Und die Leiter braucht man dann, wenn man es umbauen würde zur großen Liegewiese. Genau, und die andere ist vom Hochbett dann. Hochbett. So, die Bettmaße. Die eine Seite ist genau 2 Meter. Einen Moment, ich muss mal gerade schauen, die andere Seite. Denn die Leute, die wollen immer die Bettmaße wissen. Ja, mittlerweile habe ich dann auch gesagt, mach mal gerne. Großes Heki. Genau, 2 Meter und sogar 2,10 Meter auf einer Seite. Also eine Seite ist etwas länger. Genau, ja, ist echt lang für so ein 7 Meter Fahrzeug. Genau, wenn du hochgehst, oben die Klappen aufmachst. Da habe ich nur noch 2 Schränke, sind verriegelt. Leselampen über Touch. Auch nochmal Steckdose, hier ist noch eine Steckdose. Ganz soft, hast du gesehen? Ja, geht auch mit Gefühl. Geht auch mit Gefühl. So, graues Muster hier drin. Hier kann ich rausgucken. Sieht gar nicht aus wie ein Wohnmobil hier. Schon eher so wie in einem Hotel. So von der Optik her. Hier kann ich mich auch gegen. Ja, sehr angenehm. Also hier fühlt man sich direkt wohl. Kommt auch sehr gut an. So, Just 90 in Grau. Schick gemacht. Das ist die Sitzgruppe. Hubbett haben wir gezeigt. Und das ist nochmal die Steuereinheit hier oben. Da kann ich dann Strom komplett an- und ausschalten und die Füllstände sehen. Komm, wir gehen raus, machen Abmoderation, sag mal. Da ist einmal. Ah ja, schön. Es hat sogar einen Namen, das Ding, glaube ich, bei Detlefs. Genau, Bordkontrollpanel. Und wenn es das etwas luxuriöser ist, dann heißt es Bordkontrollpanel Luxus. Bordkontrollpanel Luxus. So. Da steht da, Detlefs Just 90 Jahre Edition als T6812 EB, Vereinzelbetten, Paket One mit Hubbett, Rahmenfenster und so weiter. 61.290 € mit 16% Mehrwertsteuer. Wir drehen heute am 25. November bei 7 Grad mit Marco Dietzen von Trendfahrzeuge aus Wittlich. Ja, vielen Dank Marco für die Bereitstellung und der kleinen Rundgang. Und wenn man Lust hat, der ist noch zu haben? Genau, der ist noch zu haben. Ja, muss man schnell sein, weil Fahrzeug muss auch noch ausgeliefert sein, um die 16%. Und zugelassen auch? Zugelassen nicht unbedingt, aber er muss vom Hof. Genau, Leistungsdatum zählt halt ja, ausgeliefert und bezahlt sein. Danke, tschüss. Ciao.